Die Lady, die wir Ihnen heute vorstellen, heißt Amrita Shergill. Amrita Shergill ist eine sehr exklusive Lady. Sie ist Inderin, sie kommt aber nicht aus Indien. Sie ist geboren worden in Budapest, Österreich-Ungarn, war es damals noch, 1913, bevor der Erste Weltkrieg begann. Sie ist dann natürlich auch während der Phase des Weltkriegs ist sie mit ihren Eltern dann auch nach Indien gegangen, weil ihr Vater war Inder und ihre Mutter war eine Deutsche und die hieß Marie Antoinette Gottesmann hieß sie. Und sie war Ungarin, aber man merkt diesen österreichischen Einfluss und sie kam aus einem großbürgerlichen jüdischen Hintergrund. Amrita war ein Wunderkind. Und als Wunderkind hatte sie auch entsprechendes Selbstbewusstsein, weil ihre Eltern von Anfang an versucht haben, sie auf allen Ebenen zu unterstützen. Sie konnte wunderbar Klavier spielen. Das Einzige, sie mochte Chopin nicht, sie mochte Beethoven. Mit 8 Jahren begann sie Kunstunterricht. 1914 brach dann der Erste Weltkrieg aus. Und in dieser Zeit sind sie dann natürlich nach Indien gegangen, und zwar nach Shimla. Shimla ist ein Ort am Fuße des Himalayas, ein Ort, wo die ganzen Engländer, also die Menschen, die in England sozusagen Indien besetzt hielten, die ganzen Commonwealth-Eroberer, sind immer an diesen Ort gegangen, Shimla, weil es dort im Sommer erträglich war. Also es war ein Luxusort. Und wir kommen gleich darauf, dass Amrita ein Luxusmädchen war. Das heißt, die Eltern haben sehr gute finanzielle Mittel gehabt und sie gehörte zur Oberschicht, oder besser noch erklärt, ihr Vater gehörte zu einer Art indischen Aristokratie. Wenn ich das lese, weiß ich aber sofort, dass der zu den Brahmanen, zur obersten Kaste gehörte. Und das bedeutete natürlich auch für Amrita, sie konnte sich alles mehr oder weniger erlauben, was dann noch dazu führte, dass sie auch sich alles erlaubt hat in ihrem relativ kurzen Leben. Also sie hatte sehr früh Kunstunterricht und es stellte sich heraus, dass sie außerordentlich begabt war. Ihre Eltern haben sie versucht zu unterstützen und überall hin mitzunehmen. Und so ist sie auch dann mit den Eltern wieder nach Paris umgesiedelt, aus Indien weg, weil, bitte stellt euch das alles so vor, Indien in der Zeit war ein Pulverfass, weil die Freiheitskämpfer, die indischen Freiheitskämpfer, absolut unterwegs waren und sie versucht haben, überall ihre kleinen unterschiedlichen Terrorakte zu gestalten. Und deshalb war das für eine Familie, die vermögend war, die angesehen war, selbstverständlich, dann sich aus Indien abzusetzen und nach Paris zu gehen. Sie gingen wieder nach Paris. Zwischendrin war dann Amrita mit ihren Eltern auch in Florenz und hat sich natürlich alles, was es von der Renaissance gab, auch natürlich angesehen. Die Uffizien waren mit Sicherheit nicht so voll wie heute, wenn man nach Florenz kommt. Und sie hat ausgiebig die Renaissance-Künstler studiert, was auch in vielen ihrer Bilder sichtbar ist. Gleichzeitig hat sie aber die französischen Künstler kennengelernt, oder besser gesehen Cézanne und Gauguin. Sie hat auch Bilder ganz im Stile von Gauguin gemalt und Modigliani genauso wie der frühe Picasso. Sie hat selber mal so ein Zitat gebracht. Sie hat gesagt, Europa gehört Cézanne, Gauguin, Matisse, Modigliani oder Picasso, und Indien gehört ganz mir. Also darin sieht man auch, wie stark ihr Selbstwertgefühl war und wie sie sich auch stilisiert hatte. Sie war eine äußerst attraktive junge Frau. Sie hatte dann auch mal gesagt, dass sie ihre Schönheit so lange nutzen wird, wie es nur irgendwie geht, weil irgendwann wird auch sie alt. Also ihr war klar, dass ihre Schönheit nur eine Übergangsstrecke ist, was viele junge Menschen heute nicht mehr wissen oder vergessen, dass jugendliche Schönheit nur für eine gewisse Zeit geliehen ist und dann kommt
der wahre Geist oder das wahre Gesicht wird sichtbar gemacht. Das wusste sie. Sie war auch philosophisch äußerst belesen, dadurch, dass ihr Vater ein Philosoph war und ein Gelehrter war. Sie malte jetzt ganz im Stil des aufbrechenden Europas, der Postimpressionisten, der Gauguins, der Van Goghs, und ihre Bilder nahmen ganz klar ihre Bezüge auf. Sie erhielt 1933 eine Goldmedaille im Pariser Salon. Ja, man muss sich dann nochmal vorstellen, der Pariser Salon hat die Impressionisten oder die modernen Avantgardisten erst ausgeschaltet und sie gehört aber ja schon zur nächsten Generation und dadurch bekam sie den Einlass und eine Goldmedaille mit einem Bild, in dem sie ihre Schwester Indra schlafend gemalt hat als Akt. Wenn wir diesen Akt sehen, dann wird uns alles deutlich, was die europäische Kunstgeschichte bis zu diesem Zeitpunkt entwickelt hat. Man erkennt einen Egon Schiele, man erkennt einen Manet und man sieht natürlich dann auf jeden Fall auch das, was sie aus der indischen, exotischen Seite, bei Indisch ist nicht unbedingt exotisch, aber von dieser Seite noch dazu gesetzt hat. Es gibt ein Bild, was auch sehr viel Aufsehen erregt hat. Das war das Bild von zwei Schwestern und die sehr, ja, eigentlich ein erotisches Moment darstellen, die sie mit ihrer Art von Selbstfindung, mit ihrer Körperlichkeit, mit ihrer Attraktivität versucht hatte auszudrücken. Sie ist sehr beschäftigt mit Selbstbildnissen und sie malte dann natürlich dieses Selbstbildnis im polynesischen oder tahitianischen Sinne wie Gauguin. Und jetzt muss man sich nur zurückerinnern, eine Inderin, eine normalsterbliche Inderin, bis eine Brahmanin darf sowas eigentlich gar nicht. Die darf sich nicht nackt darstellen. Die darf noch nicht mal jemanden küssen. Also wir wissen ja über die strenge Moral der Inder und die Außenmoral der Inder. Sie hat eben dadurch, dass sie eben aus einer guten Familie kam, alle Türen offen, alle Fenster offen, um sich zu präsentieren. Sie liebte die Sexualität, sie lebte sie auch aus, ähnlich wie bei Gauguin. Und sie hatte zahlreiche Affären. Ihr wird sogar nachgesagt, dass sie eine Affäre mit dem Nero hatte, dem Staatspräsidenten, war aber noch jung. Und ihr wurde nachgesagt, dass sie auch wirklich ja, viele Männer auch ja, viele Männer begeistert hat, um es mal so auszudrücken. Dann ist sie wieder nach Indien zurückgegangen und dann begann sozusagen ein Wandel in ihr. Und von ihr gibt es dieses Zitat, was die Renaissance für Europa ist, für sie Ajanta. Und ich selber war in Ajanta und ich weiß ganz genau, was sie meint. Ajanta ist eine Tempelanlage im oberen Teil des mittleren Deckans in Indien. Und es ist so eine faszinierende Höhlenwelt, in Höhlen hineingemeißelt, die gesamten Buddha-Lehren und dazu auch die ganzen mythologischen Buddha-Geschichten bis hin zu den weißen Elefanten, die auftauchen. Und das sind Fresken, ein bisschen natürlich, oder besser gesagt fragmentierte Fresken, die nicht mehr komplett sind, aber von einer unglaublichen Schönheit berichten. Und von einer Ästhetik, die eine ganz andere ist als die unsere. Aber dennoch, mich hat es genauso fasziniert. Für mich ist klar, was sie damit gemeint hatte. Ich würde deshalb aber nie sagen, das eine ist besser oder das andere ist besser, sondern sie hat das ja schon formuliert, was die Renaissance für Europas ist. Für sie Ajanta, also Gleichwertigkeit. Eine ganz wundervolle Skulpturenwelt und Freskomalerei in den Höhlenwänden. Dann ist Shagil durch Indien gefahren und hat in den Dörfern sehr viel Anregungen bekommen. Sie hat sich aber Indien wohl doch ein bisschen schöner geguckt, als es war damals. Denn dieses wirkliche arme Indien und frauenunterdrückende Indien, das hat sie nicht so
auf den Präsentierteller gelegt. Und sie romantisiert das Indien auch, was viele ja auch gemacht haben, die in Indien waren. Und es liegt auch, die Verlockung liegt auch da, für Menschen, die in Europa lange gelebt haben, plötzlich sozusagen den Spirit of India wahrzunehmen und sozusagen das familiäre Leben in Indien als das Nonplus für die Zusammenhalt und für die Organisation des Hinduismus und nicht des Buddhismus, denn der Buddhismus hat sich komplett aus Indien weggezogen. Der ist ja nach Tibet gegangen und von da aus nach China und nach Japan. Und es gibt nur noch ganz wenig Orte in Indien, die rein buddhistisch sind, wobei das Exil vom Dalai Lama ist auch in Nordindien. Da gibt es natürlich noch diesen Buddhismus, diesen Urbuddhismus, dieses Teilen mit den anderen, dieses Lieben mit den anderen. Das war aber schon zu ihrer Zeit nicht mehr da. Der Hinduismus hat sich durchgesetzt in ganz Indien und der Hinduismus hat eine unglaublich harte Regelung, allein durch die Kastengesellschaft. Das hat sie aber nicht dargestellt. Sie hat jetzt nicht die leidvollen Situationen dargestellt, sondern sie hat es ein bisschen romantisiert. Und sie hat natürlich diese wundervollen Farben, diese Gewänder der Saris oder die weißen Hosen der Brahmanen, die, wenn sie meditieren, als formale Kompositionsträger genutzt. Also ihre Bilder sind eine Hommage an Indien, auf jeden Fall. Aber sie haben eben, was ich vorhin auch gesagt habe, sie haben nicht das Indien, wie es wirklich war. Damals wahrscheinlich noch viel schwieriger als heute, wobei es sich heute jetzt ja langsam angepasst hat an westliche Standards. Die Frage ist die, ob diese westlichen Standards dem indischen Leben von heute gut tun. Sie hat aber mit den Augen einer Ungarin mit indischem Blut, mit französischem Einfluss, mit durch Indien fahren und auf dem Land zu sein und mit den Familien Kontakt aufzunehmen. Das ist natürlich etwas sehr Spezielles. Und ich selber hatte gerade in Südindien auch nur positive Erfahrungen mit diesen Familienidyllen zu tun. Je weiter man nach Norden kommt, wird es schon schwieriger. Und in den Großstädten, in den Ballungszentren ganz schwierig. Aber ich kann das nachvollziehen, wenn man dort in Kerala zum Beispiel in ein kleines Dorf hineinkommt und sieht dann abends, wie die Familie zusammensitzt und die Menschen, die Kinder bis hin zu den Älteren leben, dass man dann schon sagt, ja, und wir, was machen wir? Also aus dieser Sicht hat sie bestimmt oder garantiert ihr Indien gesehen und wollte es auch so sehen. Sie war auch dann durchaus berüchtigt, die Frida Kahlo von Indien zu sein. Und da gibt es auch so Parallelen in den Darstellungsformationen. Sie hat auch was davon, aber dennoch ist Frida Kahlo ein ganz anderer, leidenschaftlicher Mensch als jetzt unsere Shaggy, die dann unglaublich viele Bilder gemalt hatte. Und die National Gallery in New Delhi hat Massen von Bildern von ihr und mit Sicherheit auch ganz wundervolle Arbeiten. Und sie hatte dann, weil sie schon ja, durch ihre Affären, ich nenne es jetzt mal so, aber sie durch ihre vielen Begegnungen mit Männern hatte sie schon einmal eine fehlgeschlagene Abtreibung gehabt. Und die hatte damals ihr Verlobter, ein Arzt, der Egan heißt, Egan ist ein Nachname heißt, die vorgenommen und sie hat sich nie wieder so richtig davon erholt. Und dann ist es passiert, dass sie mit 28 Jahren, sie ist jetzt 28 Jahre, erkrankte sie an einer sogenannten merkwürdigen Krankheit, aber es stellte sich dann nachher doch raus, dass es eine zweite fehlgeschlagene Abtreibung, die ihr Lebenspartner Egan vorgenommen hatte. Er wurde auch von der Mutter von Amrita verdächtigt und bezichtigt des Mordes. War für ihn natürlich eine sehr schwierige Zeit, denn er konnte seiner Frau auch nicht helfen.
als sie verblutete. Wir können nur eines sagen, dass die Familie, die eine sehr noble und reiche indische, brahmanische Herkunft, Familie, dass die mit dem Tod ihrer Tochter zerbrochen ist. Die Mutter hat sich das Leben genommen, der Vater ist auch bald gestorben und die Schwester von ihr hat es wohl nie verarbeitet, was da passiert ist. Eine ähnliche Tragik, weil Frida Kahlo hat ja auch keine Kinder gekriegt, wobei das lag nicht an Abtreibung, sondern an ihrer Krankheit. Aber man ahnt viele Parallelen und deshalb ist es nicht ganz verkehrt, sie für eine Frida Kahlo aus Indien zu bezeichnen. Ich würde das aber nicht tun, weil Frida Kahlo doch noch eine ganz andere Expressivität an den Tag legte. Ich würde sie eher zur Gauguinschen Philosophie zählen, die eine heroische Frau und eine Sinnlichkeit im Weiblichen versucht hat darzustellen. Und da sehe ich eigentlich eine Verbindung auch in der Darstellungsweise, obwohl sie natürlich ein paar Jahre auseinander sind, aber beide auch diese Mischung hatten von einer Nationalität und einer anderen Nationalität, dann zwischen den Welten hin und her tendierten und sich hin und her inspirieren ließen. Ich würde sie nie zu den expressionistischen Malerinnen zählen, ich würde sie einfach zu den Künstlerinnen zählen, die einen Weg gesucht haben zwischen einer Gegenständlichkeit und einer Abstraktion. Diesen mittleren Weg hat sie sehr gut lanciert. Was wäre aus ihr geworden? Wir können es nicht ahnen, wir können es noch nicht mal vermuten, aber das, was sie hinterlassen hat, macht die Inder auch sehr stolz, wie das Museum für National Gallery in Delhi auch immer präsentiert, diese Künstlerin als zentrales Ereignis. Ich liebe vor allen Dingen ihr Selbstporträt als Tahitianerin, genauso wie das schlafende Mädchen auch ein ganz fantastisches Bild aus dieser Zeit ist. Wir dürfen nie vergessen, in dieser Zeit gab es auch eine Egon Schiele. Und wenn man sich das anschaut, dann stellt man Parallelen fest. Und dann denke ich immer, der Zeitgeist beeinflusst uns schon. Ich danke euch und ich hoffe, ihr habt jetzt eine neue Künstlerin auf eurem Zettel und ihr schaut euch mal genauer an, was sie gemacht hat und wie sie sich entwickelt hat und welche Tragik in ihr Leben gekommen ist, die aber vorher nicht in den Bildern sichtbar war. Ich wünsche euch alles Gute. Bis ganz bald. Euer Gerd. Tschüss.